Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Heute auf mehrfachen Kundenwunsch, auch von Obstbaukollegen, zum Thema Wühlmaus und Wühlmausbekämpfung, Vermeidung. Die Wühlmaus ernährt sich in erster Linie von pflanzlichen Teilen, vor allem eben der Wurzeln, und sie frisst die Wurzeln sehr vieler Kulturpflanzen, vor allem aber auch unserer Obstbäume. Und das Schadbild kann man sehr leicht erkennen, wenn die Bäume zu kümmern beginnen, bis zum gänzlichen Absterben der Bäume. Und wenn man den Baum dann oft aus dem Boden zieht, man kann selbst 6-, 7-jährige Bäume mit einer Hand aus dem Boden ziehen und sieht, dass alle feinen Wurzeln abgefressen sind, alle Seitenwurzeln fehlen und die Hauptwurzel zu einem spitzen Pfahl genagt wurde. Bevor man noch den Schaden an den Bäumen erkennt, sieht man bereits, dass eine Wühlmaus im Garten ist, an den Erdhügeln. Da darf man sie nicht mit dem Maulwurf verwechseln, der ja ein Nützling ist, zwar auch im Garten unschöne Hügel macht, aber der ernährt sich ja nur von tierischen Schädlingen und nicht von Pflanzen und ist also auf jeden Fall als Nützling zu sehen. Der Maulwurf macht sehr hohe, eher spitze Hügel, die Wühlmaus eher längliche, flache, kleinere Hügel. Die Gänge, wenn man dann runtergrabt mit einem Spaten, macht die Wühlmaus wie ein Ei, ein stehendes Ei, hochoval, weil sie so gräbt, und der Maulwurf mit seinen breiten Schaufeln ein breitovales Gangsystem gräbt. Dann kann man also auch die Wühlmaus von einem Maulwurf unterscheiden. Den Maulwurf sollte man in einer Obstanlage auf keinen Fall bekämpfen, auch wenn er im Hausgarten unschöne Hügel macht, wie die Wühlmaus, vielleicht sogar noch größere. Aber er ernährt sich nur von tierischem. Drahtwürmer, Schnecken, Laufkäfer, eine Reihe von Schädlingen, auch Regenwürmer als Nützling frisst er natürlich gerne, aber keine Pflanzen, die ja uns im Garten sehr wichtig sind. Die Wühlmaus frisst in erster Linie Wurzeln, und da kann man den Baum schon schützen, indem man bei der Pflanzung das Loch etwas breiter ausgräbt, mit einem Wühlmausgitter oder einem Hasengeflecht auslegt, den Baum pflanzt und das Gitter wieder bis zum Stamm zuschlägt, damit die Wühlmäuse eben nicht zu den Wurzeln können. Und alle Wurzeln, die sich innerhalb dieses Gitters befinden, sind vor Wühlmausfraß viele Jahre geschützt. Was rauswächst, kann sie natürlich genauso wieder fressen, aber es wird nie der ganze Baum verloren gehen. Weitere natürliche Maßnahmen in Obstanlagen, die man wirklich nutzen sollte, sind das Aufstellen von Greifvogelstangen, die dann Bussard, Falke, Habicht nützen, um einfach auf einen höheren Punkt nach den Mäusen zu spähen. Hilft natürlich auch sehr, sehr gut gegen Feldmäuse. Wenn wir Steine in den Anlagen haben, glauben wir die gerne zusammen und machen in den Ecken Steinhaufen, die gerne von Mauswiesel oder Hermelin angenommen werden, welche wieder räuberisch gegen die Wühlmaus wirken. Eine todsichere Maßnahme ist natürlich das Fangen der Wühlmäuse mit Wühlmausfallen. Geht relativ einfach, wenn man es einmal gemacht hat und sich ein bisschen informiert hat, wenn man es einmal gelernt hat. Das Vergiften von Wühlmäusen, auf das wollen wir auf jeden Fall im eigenen Garten verzichten. Ich glaube schon, was Wühlmäusen nicht gut tut, tut auch unseren Böden und anderen Nützlingen bei uns nicht gut. Die schönste Maßnahme, die wir in den letzten Jahren mit sehr viel Erfolg umgesetzt haben, sehen Sie hier. Eine vielfältige Begrünung. Die Wühlmaus riecht sehr gut, schmeckt sehr gut, sie hört sehr gut, darum kann man sie auch mit lärmmachenden Maßnahmen vertreiben. Sie ist sehr sensibel. Am liebsten hat die Wühlmaus Wurzeln von Obstbäumen, hier besonders Apfel auf M9, Holunder und Gras. Gras wurzelt nicht sehr tief, macht 8 bis 10 cm an der Oberfläche ein sehr dichtes Wurzelnetz. Feine Wurzeln gehen schon 70, 80 cm
hinunter, aber das stört sie nicht. Da kann sie darunter unter diesem Teppich sehr schön graben, bildet stabile Höhlen, mehr oder weniger. Aber wenn sie bei diesen Grabvorgängen einmal Malve, Sonnenblumen, Ölrettich, Buchweizen, Klee, Borretsch findet, dann ist das für die Wühlmaus ein kunterbunt gemischter Salat. Obstbaum mit Gras ist wie, ich würde es jetzt fast ein bisschen provokant sagen, Schnitzel mit Salat. Wenn dann irgendwo in der Nachbarei eine Sonnenblumen steht und eine Malve steht, dann ist es für sie wie eine Torte mit Schlagobers. Das taugt ihr, das kann sie wählen, das isst sie, wie sie will. Hat sie beim Graben eine Wurzel von der Sonnenblumen, von der Malve, vom Weißklee, vom Rotklee, vom Buchweizen, dann ist es sie, wie wenn du als Koch Schnitzel mit Schlagobers lieferst und Torte mit Salat. Und die Wühlmaus, die so gut schmeckt, der graust vor dem einfach, so wie wir Menschen das auch nicht als gut empfinden würden. Ich kann euch nur empfehlen, seid den Wühlmäusen ein schlechter Koch, macht ihnen das Graben in euren Anlagen und das Fressen in anderen Anlagen nicht schmackhaft. Wenn sie ausweichen können, werden sie ausweichen. Das funktioniert wie bei allen anderen Vergrämungsmaßnahmen. Wenn das die ganze Region macht, verhungern werden sie wahrscheinlich auch nicht. Wir haben vor 10, 15 Jahren relativ große Probleme in manchen Anlagen mit Wühlmäusen gehabt. Durch die Artenvielfalt, die wir momentan zulassen und auch extra anbauen in unseren Kulturen und auch das Zulassen von Maulwürfen, haben wir derzeit überhaupt keine Probleme mehr in keiner Anlage mit Wühlmäusen. Sollte durch diese Artenvielfalt die Wühlmaus nicht ganz vertrieben worden sein, dann müssen Sie auch nicht traurig sein, dann haben Sie mit dieser Wurzelvielfalt sehr viel für die Biologie in Ihrer Obstanlage getan, für Humusaufbau getan und es rentiert sich immer, eine Vielfalt zuzulassen. Wir haben hier schon einmal gewalzt, wir werden das in den nächsten Tagen wieder walzen. Wir haben heuer Mitte Juli 2016 bis jetzt ein sehr feuchtes Jahr, darum lassen wir die Kultur auch sehr hoch werden und sogar blühen. Wir haben immer genügend Wasser gehabt, aber in den nächsten Tagen werden wir sicher versuchen, dass diese organische Masse gehäckselt wird und unserem Bodenleben zur Verfügung gestellt wird zum Verarbeiten. Wir machen es jetzt so, dass wir alle 2 Jahre jede zweite Fahrgasse alternierend ganz flach schälen, um diese organische Masse in den Boden leicht einzubringen und säen dann jedes zweite Jahr wieder neu eine Artenvielfalt an. Und wer auf diese all genannten Maßnahmen verzichten will, braucht natürlich so einen treuen Freund wie wir haben. Billy, komm! Okay. Eine braune Schnauze vom Graben nach Feldmäusen, der immer dabei bist und kein Loch ungeschoren lassen kann. Ja, Gott sei Dank hat er nicht zu viel Arbeit bei uns. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Video. Ich hoffe, ihr könnt sich etwas herausnehmen, was ihr umsetzen könnt und freuen uns auf ein Feedback in den Kommentaren.